Liebe Freunde der Geschichte, ich begrüße euch herzlich auf Taifuns Geschichtskanal. Wie alle meine Videos versuche ich, auf wissenschaftliche Genauigkeit zu achten. Mein Anliegen liegt auf die weniger bekannten oder vergessenen historischen Gegebenheiten zwischen der deutschen und der türkischen Geschichte zu erzählen, sowie über Rechnungswesen, Fußball, Schach oder andere ökonomische Zweige ihrer Entstehung, über Persönlichkeiten, die Einfluss auf ihre jeweiligen Bereiche hatten. Werde auch den Hinweis machen, was die offizielle oder die alternative Geschichte dazu sagt. Um meiner Aufgabe gerecht zu werden, bitte ich um Unterstützung meiner Arbeit mit einem Daumen hoch bzw. mit einem Abo, was kostenlos für euch ist. Mir wird dadurch sehr geholfen. Kommentare sind auch sehr willkommen, sofern sie keine eher verletzende Aussage haben. In der Demokratie sind unterschiedliche Auffassungen die Grundlage zum vernünftigen Miteinander. Jeglicher Totalitarismus ist zu hinterfragen, weil auch gut gemeinte Vorgaben in eine gefährliche Ecke wandern kann. Heute möchte ich von einem Sozialdemokraten sprechen, der total vergessen wurde und viele seiner Einflüsse und Bestrebungen kaum einer kennt. Ich rede von Hermann Müller, einer der 3 sozialdemokratischen Reichskanzler der Weimarer Republik, der erste sozialdemokratische Außenminister Deutschlands. Es war nicht Willy Brandt, wie viele glaubten. Außerdem war er SPD-Vorsitzender mit Otto Wels und Arthur Crispian sowie Fraktionsvorsitzender der SPD im Reichstag, sofern er nicht Regierungsmitglied war. Aber warum hört man wenig von ihm? Weil er im Jahr 1919 der meistgehasste Mann im Deutschen Reich war. Der Grund war, er unterschrieb den Versailler Vertrag, zwar nicht allein, aber hauptverantwortlich als Außenminister für die Reichsregierung. Wie ich in meinen früheren Videos zur ersten Regierung der Weimarer Republik mitteilte, trat der amtierende Außenminister Ulrich Graf von Brockdorff-Rantzau zurück, weil er die Schuldfrage nicht für Deutschland akzeptieren wollte. Ministerpräsident Georges Clemenceau von Frankreich drohte mit der Besetzung des ganzen Deutschen Reiches. Trotz langer Verhandlungen des neuen Außenministers Hermann Müller konnte er den Hass von Clemenceau auf die Deutschen wegen dem Diktatfrieden von 1871 nicht beiseite schieben, obwohl sie beide eine ähnliche politische Grundrichtung hatten. Wegen dieser Unterschrift wurde Hermann Müller erbarmungslos von der politischen Rechte gejagt. Seine Politik des Ausgleichs hat später dazu geführt, die Reparationszahlungen abzubauen. Durch den Kapp-Putsch und den Generalstreik hatte die Regierung unter Gustav Bauer ihr Vertrauen verloren und musste zurücktreten. Gustav Bauer war der 2. sozialdemokratische Reichskanzler. Hermann Müller übernahm die Regierung als 3. Reichskanzler bis zu den ersten Reichstagswahlen, die ein paar Monate später waren. Die SPD verlor, schied aus der Regierung aus und eine bürgerliche Regierung wurde gewählt. Hermann Müller hat als Fraktionsvorsitzender jegliche Beteiligung der SPD an einer bürgerlichen Regierung verhindert. Friedrich Ebert hat als Reichspräsident immer wieder die Sozialdemokraten unter der Führung von Hermann Müller aufgerufen, der Regierung beizutreten. Bis 1928 tolerierte die SPD verschiedene Regierungen ohne Regierungsverantwortung. Hermann Müller entzog sich mit bewusster Absicht von unpopulären Maßnahmen, die sie teilweise für falsch erachteten, und schob die Verantwortung der bürgerlichen Regierung, was auch zutreffend war. In dieser Zeit fusionierte die USPD mit der SPD. Die Hetze der politischen Rechte ging so weit, dass die Ermordung von Matthias Erzberger und Dr. Rathenauer als
Außenminister seiner Zeit, DDP-Partei, sowie der Attentatsversuch an Philipp Scheidemann gezielt und geplant wurde. Dass Hermann Müller nichts passiert ist, kann eigentlich vom Glück gesagt werden, weil das Ziel war, alle Erfüllungsgehilfen der Alliierten zu liquidieren. Nachdem Müller die Regierung übernommen hatte, wurde auch der Kellogg-Pakt unterschrieben. Der Kellogg-Pakt verzichtete Krieg zum Werkzeug der Politik und erklärte, dass in Zukunft jegliche Streitigkeiten friedlich zu lösen ist. Angriffskriege sind völkerrechtswidrig, nur die Selbstverteidigung bleibt bestehen und die Teilnahme an Sanktionen des Völkerbunds sind erlaubt. Des Weiteren hat die Regierung Müller die Reparationszahlung durch den Young-Plan reduziert. Alleine für diesen Plan überlege ich mir für die Zukunft ein Video zu machen. Hermann Müller war ein sehr pflichtbewusster Mensch. Er galt als wahrheitsliebend und vertrauenswürdig. Deshalb gelangen ihm viele glaubwürdige Kompromissvorschläge. Trotz guter Kompromissvorschläge wollte das Zentrum und die DVP sich nicht daran teilnehmen und die parlamentarische Regierung retten. Seit etwa einem Jahr macht Brüning Geheimgespräche mit Reichspräsident Hindenburg, was mittlerweile bekannt ist, um die SPD von der Regierung zu entfernen. Hermann Müller hatte den Verdacht seinerzeit gehabt, aber er hatte keine Beweise. Dabei sollte der Artikel 48 der Reichsverfassung angewendet werden, um präsidial zu regieren. Hermann Müller war zu der Zeit schon schwer krank, aber nicht unheilbar. Nachdem die Kompromisse abgelehnt wurden, musste er seinen Rücktritt einreichen. Leider vertraute er an seine Regierungserfolge, so dass Hindenburg ihn zum Kanzler ernennen würde. Wie wir wissen, tat er es nicht und ernannte den Zentrumsführer Brüning zum Reichskanzler. Heute wissen wir, was für eine Fehlentscheidung es war. Aber wir sollten trotzdem nicht vergessen, dass auch der Reichspräsident von Hindenburg ein unfähiger Mann auf diesem Posten war. Seine monarchistischen Vorstellungen und antidemokratischen Einstellungen waren bekannt und gefürchtet. Friedrich Ebert starb viel zu früh 1925 und Hermann Müller 1931. Hermann Müller war wahrscheinlich der letzte große Parteiführer, der die NSDAP aufgehalten hätte. So gut ein Otto Wels auch war, aber an einen Hermann Müller ist er nicht rangekommen. Für mich persönlich war Friedrich Ebert das, was Kurt Schumann nach dem Zweiten Weltkrieg hier in der Bundesrepublik war, und Hermann Müller das, was wir mit Willy Brandt hatten in unserem neuen demokratischen Deutschland. Hier ist der Vorwurf berechtigt, wenn man mir sagt, ich sollte bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Hermann Müller wurde zum Beispiel oft angefeindet, weil er keine abgeschlossene Schulbildung hatte oder er doch nicht von der Arbeiterklasse kam. Aber sein Kampf gegen die Aussperrung von Arbeitern war damals legendär. Heute weiß das kein Mensch. Dies ist nur ein kleiner Beitrag, einem Mann zu ehren, der viel zu wenig zitiert und geehrt wird. Hermann Müller, ich wünsche euch allen einen schönen Tag und bleibt gesund.